Ein Donnerstag im Februar, 3 Uhr morgens. Ein Trupp der Außenleitung von Carsten Malke ist auf dem Weg zu einer Abschiebung. Solche morgendlichen Zugriffe kommen etwa einmal die Woche vor, manchmal auch häufiger. Es kommt darauf an, ob es größere Aktionen sind, vielleicht im Hinblick auf Chartermaßnahmen oder Ähnliches, aber in der Regel einmal die Woche ungefähr. Jeder, der selber Kinder hat, kann sich ausmalen, wie heikel oder wie problematisch so eine Situation ist jetzt. Ne? Die wissen von nichts und die Familie schläft und das ist schon ein gewisses Schockerlebnis. Ziel der Aktion die Familie Krözi. 7 Polizisten, 3 Beamte der Ausländerbehörde und 4 Angehörige eines Sicherheitsdienstes haben den Auftrag, die Familie außer Landes zu bringen. Die Beamten drängen zur Eile. Die Familie ist verzweifelt. Zeit genug hatten sie freiwillig auszureisen. Und irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Und diese Zeit ist jetzt abgelaufen. Wie eingepackt? Wir sind hier 5 Personen, wir möchten unsere ganzen Sachen nehmen. Vielleicht kann das 2 Tage oder eine Woche dauern, okay? Regen Sie mich nicht auf. Regen Sie mich nicht auf, wir sind 14 Jahre. Wie Abschiebung? Konnten Sie das nicht vorher sagen? Alles Ihr Problem. Nee, Sie haben 14 Jahre Zeit gehabt. Sie brauchen dann nicht auf der Straße. Wir dürfen nicht in die Wohnung hinein. Von außen verfolgen wir die letzten Minuten der Familie Krözi in Deutschland. Komm, ausstehen, Schatzi! Offensichtlich hat sie mit einer Abschiebung überhaupt nicht gerechnet. Seit 14 Jahren leben die Krözis in Hamburg, geflohen vor dem Krieg im Kosovo. Ich weiß nichts, ruhig gehen, ich habe gar nichts. Gar nichts! Nur in mein Leben, mein Kind, ich habe gar nichts. Jetzt müssen sie zurück in ein fremd gewordenes Land. Ich bin ein Mensch, eine Lüge. Ein bisschen Platz. 30 Minuten hat die Familie Zeit, ihre Sachen zu packen. 20 Kilo pro Person, verpackt in Plastiktaschen, die die Mitarbeiter der Ausländerbehörde bei jeder Abschiebung dabei haben. Alles, was in diesen Taschen keinen Platz findet, muss zurückbleiben. Sachbearbeiterin Martina Reher von der Ausländerbehörde informiert die Zentrale über den Stand der Aktion. Es läuft nicht alles nach Plan. Die Situation ist so, dass der Vater nicht da ist. Sie weiß auch nicht, die Ehefrau weiß auch nicht, wo er ist. Also ich gehe mal davon aus, sie weiß es, sie will es nur nicht sagen. Sie hat ein paar Mal telefoniert. Wir müssen gleich mal gucken, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat. Dann werde ich sie mal fragen, ob sie ihn erreichen kann, dass er auch noch halt mitkommt. Ansonsten müssen wir eine Familientrennung einleiten und dann wird die Mutter mit den Kindern alleine abgeschoben. Es ist natürlich schwierig, die leben seit 14 Jahren hier. Das ist eine private Wohnung, die haben all ihre Sachen da. Ein neues Fahrrad, sagt sie gerade, für 200 € für den kleinen Sohn, da steht da alles. Das kann sie alles nicht mitnehmen. Ein Onkel, aus dem Bett geklingelt, muss vor dem Haus auf die Familie warten. Ihre Tante versucht, Selona zu trösten. Vielleicht kommst du zurück, ne? Glaubst du mir? Du kommst zurück, hörst du mir, Schatz? Du hast deine Schule hier. Da kannst du erklären, ich spreche Deutsch auch. Nee, mein Schatz. Frau Krözi übergibt die Wohnungsschlüssel ihrem Schwager. Er soll sich um die Habe der Familie kümmern und außerdem versuchen, ihren Mann zu erreichen. Unter dem Druck der Abschiebung müssen die Krözis nicht nur praktisch ihr gesamtes Eigentum zurücklassen. In dieser Nacht wird auch die Familie auseinandergerissen, weil der Vater zufällig nicht da war. Das ist rechtlich zulässig, wie Carsten Malke und der leitende Polizeibeamte wissen. Und das ist das Einzige, was zählt. 14 Jahre Deutschland. 3 der 5 Kinder sind hier geboren. Alle gehen zur Schule, sind zwischen 7 und 15 Jahre alt. Sie haben Hamburg seit ihrer Flucht aus dem Kosovo nicht verlassen dürfen. Die Jüngeren sprechen kaum noch Albanisch. Jetzt werden sie mit ihrer Mutter nach Düsseldorf gefahren. Dort wartet die Maschine nach Pristina, die sie innerhalb von 2 Stunden in den Kosovo fliegen wird.
Die zentrale Ausländerbehörde Hamburg, zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Belange der Ausländer, deren Aufenthalt nicht dauerhaft ist, etwa 30.000 Menschen. In Begleitung ihrer Tochter und ihres ehemaligen Vorgesetzten ist Melek Grau gekommen. Nach 18 Jahren in Deutschland soll die Türkin abgeschoben werden. Ausweisungsgrund: sie soll 1987 eine Scheinehe eingegangen sein. Ein Vorwurf, den sie entschieden bestreitet. Dennoch, mit dem Gerichtsurteil ist ihr Aufenthaltsrecht erloschen. Sie wissen aber schon, oder wissen Sie das auch nicht, dass mit Verfügung vom 21. Mai 2003 die unbefristete Aufenthaltserlaubnis zurückgenommen wurde vom Bezirksamt in Altona. Wann war das? 21. Mai 2003. 21. Ja. Wussten wir nicht. Auch nicht? Nein, das wussten wir auch nicht. Aber das Problem ist, dass bei ihrer Mutter ja sämtliche Rechtsmittelverfahren schon abschlägig beschieden wurden. Ne? Sprich, ihre Mutter hat schon vom Verwaltungsgericht verloren. Ne? Also wie gesagt, die Aufenthaltserlaubnis wurde ja widerrufen aufgrund des Verdachts der Scheinehe, ne? Das wissen Sie ja. Der Widerspruch ist zurückgewiesen worden vom Bezirksamt und auch das Verfahren beim Verwaltungsgericht ist durch. Es ist leider so, ne? Also wir unterhalten uns jetzt im Prinzip nicht mehr darüber, ob ihre Mutter rausgeht, sondern nur noch wie und wann. Ja. Sie hat mich um Hilfe gebeten, ich konnte wenig dazu beitragen, habe aber dem Anwalt geschrieben, dass ich sie einige Jahre in meiner Gruppe hatte, dass ich auch Betriebsrat war und auch einige private Dinge zu hören kriegte. Ja. Und zum Thema Scheinehe kann ich aus meiner Sicht nur sagen, sie war ja vorher mit einem türkischen Mann verheiratet, wo die Tochter von stammt. Und sie hat mir immer gesagt, dass sie mit diesem Ehemann sehr glücklich ist und sehr verliebt ist. Und deshalb kommt mir, wenn ich auch Außenstehender bin, das unwahrscheinlich vor, dass das eine Scheinehe gewesen sein soll. Also das kann ich nur einmal dazu sagen. Ich bin krank, Schizophrenie krank. Ja. Und das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen, weil meine Mutter ist für alles zuständig. Zum Beispiel sie bezahlt die Miete, alles. Ne? Ja. Und was ist, wenn ich kann ja noch nicht arbeiten. Ja. Ausländerrechtlich ist die Sache eigentlich durch. Ich kann mir nicht erklären, dass die Frau, die hier 16 oder 18 Jahre nonstop gearbeitet hat, nie mit der Polizei zu tun hatte. Sie wissen ja besser, dass sie nun das Land verlassen muss. Also irgendwie ist das ganz unglücklich gelaufen. Ohne es zu wissen, war Melek Grau seit Monaten illegal in Deutschland. Ihr Anwalt hatte es versäumt, sie über den Verlust ihres Aufenthaltsrechts zu benachrichtigen. Deshalb muss sie jetzt in der Arrestzelle der Ausländerbehörde warten, um bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt zu werden. Endstation eines Lebens in der Fremde, um sich und ihre schizophreniekranke Tochter durchzubringen. Das ist schon ein sehr spezieller Job. Gut, also ich habe grundsätzlich keine Probleme damit, weil ich mich auf das Gesetz beziehe. Allerdings ist es manchmal schon recht hart, hier zu arbeiten. Ne? Also das kann sich ja jeder vorstellen. Letztendlich sind wir immer der Prellbock, wo die Leute zuletzt ankommen. Wir haben die Entscheidung nicht getroffen, dass der Aufenthalt beendet werden muss. Das verstehen die Leute natürlich nicht, weil wir als Sachbearbeiter gegenüber sitzen. Und wir sind letztendlich die Bösen, die nachher die Ausreise vollziehen müssen, beziehungsweise die Leute abschieben müssen. Unsere Möglichkeiten sind die, wenn wir sagen, es ist jetzt nicht zumutbar für den Betroffenen oder für die Bezugsperson, dann können wir natürlich die Duldung zunächst verlängern. Aber auch da sind die Spielräume nicht sehr groß. Wir reden da über ein paar Monate. Und bei dieser Entscheidung muss natürlich von vornherein berücksichtigt werden, hat das überhaupt eine Perspektive? Wird sich dann was ändern oder ist die Situation genau so wie heute? Wobei wir eben nicht die Möglichkeit haben, so eine Art Dauerduldung oder sogar ein noch besseres Aufenthaltsrecht zu erteilen. Insofern sind wir häufig in der Zwickmühle und in einem Kreislauf. Im ersten Stock der Ausländerbehörde ist der Abschnitt für Rückführungsangelegenheiten untergebracht. Die Beamten hier sind zuständig für die Menschen, bei denen klar ist, dass sie Deutschland verlassen müssen. Ihre Asylverfahren sind abgelehnt worden. Oder es sind Kriegsflüchtlinge, die zum Teil nach vielen Jahren wieder in ihr Herkunftsland zurück müssen. Wer hier vorspricht,
kämpft immer um sein Bleiberecht und seien es ein paar Tage. Ein ungleiches Spiel. Was schätze ich an der Arbeit? Ach, es gibt viele Sachen. Die unterschiedlichen Leute, die reinkommen, die Anträge, die sie stellen, dann diese gegenseitige Ausspielen. Also für mich ist das ja immer ein Spiel. Ne? Sie kommen rein, versuchen hier einen längeren Aufenthalt zu bekommen. Ich versuche den Aufenthalt zu beenden. Dann fahre ich morgens raus, gucke nach, ob sie noch da sind. Dann sind sie nicht da, dann sind die Kollegen von der Polizei unterwegs, greifen sie. Dann weiß man, aha, sind sie ja doch da. Und irgendwann fährt man sie noch zum Flughafen. Und die Flughäfen sind ja verstreut in Deutschland, das ist schon okay. Ja, zum Beispiel, den hatte ich gehofft, haben Sie vielleicht. Den hat sie jetzt. Bei Sachbearbeiter Reisner spricht heute Elvira Sisic in Begleitung von Flüchtlingsberaterin Anna Harms vor. Sie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ihr Vater liegt mit Krebs im Krankenhaus. Der Rest der Familie ist ermordet worden. So sieht die Sachlage aus, dass sie jederzeit jetzt vollziehbar ausreisefähig sind. Sie sind jetzt wieder hier. Und sie sind ja, wie gesagt, immer noch im Sachgebiet für aufenthaltsbannende Maßnahmen und wir beabsichtigen, sie abzuschieben. Ich habe Ihnen damals erklärt, dass wenn Sie Ihren Vater besuchen wollen, mit einem Visum wieder einreisen müssten. Sie wissen, dass der Vater hier in der stationären Behandlung ist und wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen wird, ne? Ja. Wenn wir es jetzt mal praktisch angehen, ist der Zeitraum, der dem Vater vermutlich im Moment noch bleibt, nicht so lang, dass man nicht auch bis dahin aus humanitären Gründen dulden könnte, ne? Wen sollte man jetzt dulden? Die Tochter. Warum? Weil Ihr Vater hier im Krankenhaus liegt und vermutlich stirbt und das nicht alleine möchte. Warum reist er nicht mit aus? Warum kann er nicht ausreisen? Warum gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten im Heimatland? Oder warum gibt es nicht? Nein, er hat ein paar sehr geringen Erfolgsaussicht operiert werden kann, dort gar nicht. Okay, aber das sieht das Aufenthaltsgesetz auch nicht vor, dass sie jetzt hier bleiben kann. Auch weil nach 53.6 gibt es ja keine Gründe, warum sie jetzt hier bleiben sollte. Gibt's? Was Sie gerade angesprochen haben. Was meinen Sie, warum? Sie können doch zur Wahrung der Familieneinheit vorübergehend humanitär dulden. Das ist doch gar kein Problem. Ja, da meine ich doch, dass sie dann mit Visum kommen kann. Wir beide wissen doch, dass ein Visumsverfahren mit mit Wiedereinreise und nachträglicher Befristung, auch bei aller Unterstützung, sehr lange dauern kann. Und der Vater ist jetzt in einer ganz extremen Lage. Und er macht sich große Sorgen darum, dass seine Tochter alleine zurückgeschoben wird und er nicht weiß, wann sie wiederkommt. Okay, ich kann Ihnen heute noch keinen Abschiebetermin nennen. Also, dass sie sind vollziehbar ausreisefähig. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt keine Gründe, warum wir sie hier weiter dulden sollten. Ich könnte jetzt sofort die Frau abschieben. In diesem Moment. Mir fehlt nur eine Unterlage, das ist der Bundesamtsbescheid. Den habe ich hier nicht. Den brauchen die Grenzbehörden leider. Den kann ich ja nicht herzaubern. Da müsste ich erst anrufen, das dauert etwas. Diesen Stress will ich mir gar nicht antun. Dann könnte sie heute noch mit einer Maschine aus Frankfurt am Main abgeschoben werden. Das könnte ich jetzt sofort fahren lassen. Das will ich gar nicht. Okay, wir nehmen ein paar Tage Grenzübertrittsbescheinigung, dann können wir uns in Ruhe beraten, wie wir damit umgehen. Genau. Und wie gesagt, ich würde es sehr nett finden, wenn ich ein paar Sachen aus der Akte kopieren könnte. Ich gebe Ihnen jetzt mit einer Grenzübertrittsbescheinigung, ausgestellt bis zum 14.02.2005. Sie haben die Möglichkeit, jetzt bis dorthin nochmal Ihre Ausreise zu organisieren. Das heißt, auch gegebenenfalls zu Caritas zu gehen. Sie haben derzeit keine Einreisesperre. Sie sind aber vollziehbar ausreisepflichtig. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal hier vorsprechen, wird abgeschoben. Kann ich nicht bei meinem Vater bleiben? Tja, das verstehe ich offen gestanden auch nicht. Würde sie denn innerhalb von 6 Monaten ausreisen können, ein Visum bekommen und wieder hierher kommen können, realistisch? Meine Sachbearbeitung ist Ausreise. Einreise, anderes Thema. Wenn absehbar ist, dass die zu pflegende Person innerhalb von wenigen Monaten sterben wird, weil die Ärzte das so prognostizieren, wie sieht da der Spielraum aus? Dann würde ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir diese Zeit per Duldungsverlängerung gewähren würden. Denn das ist ja schon doch eine bedeutende Geschichte im Grunde genommen. Elvira Sisic wird seit Monaten von der kirchlichen Organisation Fluchtpunkt unterstützt. Mit einer Eingabe beim Petitionsausschuss der Hamburger Bürgerschaft will Fluchtpunkt jetzt erreichen, dass die junge Frau, die mit schwersten Verbrennungen selber knapp dem Tod entkam, wenigstens die Krebsoperation ihres Vaters in Deutschland abwarten kann. Nach 15 Jahren Aufenthalt in Hamburg geht es nur noch um wenige Wochen Duldung. Für Anne Harms ist der Fall typisch.
Der Sachbearbeiter lässt die Notlage der jungen Frau und ihres Vaters unberücksichtigt. Man kann formal juristisch leider nicht sagen, dass die Behörde keinen Spielraum hätte. Strittig ist nur, wie sie dann innerhalb dieses Spielraums entscheiden müsste. Aber sie könnte natürlich sagen, aus humanitären Gründen lassen wir Frau Sisic erstmal hier. Sie könnte meiner Ansicht nach nicht nur sagen, aus humanitären Gründen lassen wir Frau Sisic hier. Sie müsste es. Das Grundgesetz ist tatsächlich in diesem Fall bindend, würde ich sagen. Und auch das Ausländergesetz sieht ja, das neue Aufenthaltsrecht, sieht ja einen Aufenthalt aus humanitären Gründen durchaus vor. Jetzt muss mir mal die Ausländerbehörde erklären, wenn dies kein Fall für ein humanitäres vorübergehendes Bleiberecht ist, welcher dann? Nach Anrufung des Petitionsausschusses durch Fluchtpunkt hat die Ausländerbehörde die Duldung von Elvira Sisic vorerst um 2 Monate verlängert. Mitarbeiter der Ausländerbehörde haben Notarzt und Polizei gerufen. Ein Mann hat sich vor dem Gebäude auf den Boden gelegt. Minutenlang reden die Beamten auf ihn ein, vom februarkalten Fußweg aufzustehen. Aber der Mann weigert sich. Notdürftig versucht er, sich verständlich zu machen. Der Mann, ein asylberechtigter Kurde, pendelt seit Monaten zwischen der Ausländerbehörde und dem Sozialamt. Er versucht, seine Familie nachzuholen, ohne Erfolg. Eine Flüchtlingsberaterin will ihm helfen. Der Kurde leidet unter Atemnot. Haben Sie irgendein Spray oder so? Medikamente für das Haar? Ein bisschen warten, bitte. Ja. Er ist Asylberechtigter. Er hat eigentlich einen Anspruch, dass seine Ehefrau und seine Kinder hier nach Deutschland kommen können. Ja. Problem bei der Sache ist, er muss entsprechenden Wohnraum nachweisen. Das hat er bislang nicht gekonnt. Jetzt hat er eine Wohnung. Die hat allerdings nur 2,5 Zimmer. Das reicht nicht für 6 Personen aus. Aber, Entschuldigung, lass mich erstmal einmal erklären. Sie haben eine Wohnung und möchten Ihre Familie kommen lassen. Ja, ich habe eine Wohnung. Genau. Ja? Nach dem Gesetz reicht diese Wohnung nicht aus. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass wir zusammen rüber in das Café gehen und gucken, welche Möglichkeiten gibt es, dass Sie an eine größere Wohnung kommen. Ja, größere Wohnung ist 600. Genau. 1000 Euro. Ich weiß. Ja, 1000 dass Euro. wir zusammen Geht gucken, wie kann das klappen. Ja, Ja? 1000 Euro, geht nicht. Der Mann hat resigniert. Viola Engels konnte ihn nicht dazu bewegen, sie ins Café Exil zu begleiten. Ich kenne diesen Mann nicht näher, aber ich hatte den Eindruck, dass er unter enormem Druck stand und sehr verzweifelt war, sich einfach nicht mehr zu helfen wusste. Und diese Situation war für mich auch geradezu symbolisch. Also es ist fast nicht zu verstehen, warum es nicht häufiger zu solchen Zusammenbrüchen von Menschen auch sichtbar kommt. Es war insofern symbolisch, als eben dort Menschen in enormer Angst auf eine Behörde treffen, die ihnen mit sehr viel Macht und Willkür begegnet. Und dass das explodiert, gerade auch wenn die Sprache nicht gewährleistet ist oder die Übersetzung nicht gewährleistet ist, das ist eigentlich kein Wunder. Das Café Exil ist inzwischen zu einer Art Zuflucht geworden. Immer mehr Beratungsstellen für Flüchtlinge müssen ihre Pforten aus Geldmangel schließen. Hier kann jeder hinkommen, der vor oder nach dem Gang zur Behörde noch Informationen oder Hilfe braucht. Etwa 5000 geduldete Flüchtlinge müssen zurzeit in Hamburg damit rechnen, zu jeder Tages- und Nachtzeit abgeschoben zu werden. Das trifft vor allem Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, Kurden, Türken oder Afrikaner. Denn Duldung bedeutet für sie keinen Schutz vor Abschiebung, sondern lediglich, dass ihr Aufenthalt nicht illegal ist und sie keine Inhaftierung befürchten müssen. Morgen. Gülten Hermann kennt die Situation. Seit vielen Jahren ist die Türkin geduldet. In Begleitung ihrer Anwältin erscheint sie zum Termin bei Sachbearbeiter Walter Gaffron.
Ja, die Situation ist ja so bekannt. Frau Herrmann ist vollziehbar ausreisepflichtig mit den Kindern. Sie haben jetzt noch einen Antrag nach 25.5 Erlaubnisaufenthaltsgesetz gestellt. Genau. Meines Erachtens, aber ich entscheide nicht darüber, wird nach 25.5 vermutlich nicht erteilt werden. Wie gesagt, ich entscheide nicht darüber. Ja. Insofern werden wir aber weiter an der aufenthaltsbeendenden Maßnahme. Ich gehe davon aus, dass Sie nach wie vor nicht freiwillig bereit sind, in die Türkei zurückzukehren, aufgrund ihres 18-jährigen Aufenthaltes hier unter 3 Kindern. Sie ist ja belehrt. Sie sagt ja, wenn die Rechtsmittel beendet sind, reist sie freiwillig aus, aber die sind noch nicht beendet. Ich habe im Augenblick den Antrag, ich habe eine, in Anführungsstrichen Flugreisetauglichkeit, da hat sich also nichts dran geändert, oder gibt es da irgendwas Neues? Also die Flugreisetauglichkeit, da habe ich jetzt im Moment gar nicht im Kopf. Das kann sie ohne Dolmetscher wahrscheinlich nicht machen. Die Behörde selbst war ja davon ausgegangen, dass es nur eine Tauglichkeit gibt für eine Abschiebung über Land. Richtig. Seit 18 Jahren lebt Gülten Herrmann, die mit einem Deutschen verheiratet war, in Hamburg. 2 Kinder hat sie aus der Türkei mitgebracht, 2 sind hier geboren. Die Verfahren geduldet. Es mag mal ein Jahr ganz gut gehen, dass wir eine Duldung für 3 oder 4 Monate bekommen. Aber plötzlich ist es wieder wie in den schlimmsten Zeiten. Dann heißt es, ihr müsst weg. Dann bekommen wir nur Duldungen für 2 oder 3 Tage ausgestellt. Seit 12 Jahren geht das so. Gülten Herrmann ist inzwischen schwer herzkrank und hat mehrere Operationen hinter sich. Jahrelange Gerichtsverfahren, zähe Auseinandersetzungen mit den Behörden und die Unsicherheit haben sie zermürbt. Vor allem ihre älteste Tochter Damla unterstützt sie. Seit Jahren habe ich Angst, ununterbrochen. Wenn man jahrelang immer wieder, manchmal alle paar Tage zur Ausländerbehörde gehen muss, dann ist da immer die Frage, was wird diesmal geschehen? Wenn ich meine Nummer an der Anzeigetafel sehe, beginnt mein Herz zu rasen. Wird man mir Aufenthalt geben oder wird man mich abschieben wollen? Am schlimmsten ist es, wenn einem die Behörde nur eine Duldung für 2 Tage gibt. Dann ist man am Ende kraftlos und leer, kann ich niemandem erklären. Die Türkei kennen die Kinder nur von der Landkarte. Ilker ist in Deutschland geboren. Er spricht wenig Türkisch und leidet ebenso wie seine Geschwister Yağmur und Damla unter der dauernden Bedrohung, Deutschland verlassen zu müssen. 2003 hat die Behörde versucht, die Familie abzuschieben. Ja, das war so, wir haben alle geschlafen, am nächsten Tag war ja noch Schule. Und dann hat es plötzlich an die Tür geklopft. Ich habe auf die Uhr geguckt, es war 3 Uhr, 10 vor 3. Ich wollte an die Tür gehen, ich habe mich aber nicht getraut, also habe ich meine Mutter aufgeweckt. Meine Mutter ist mit mir an die Tür gegangen. Ich habe die Tür aufgemacht und dann kamen plötzlich 10, 12 Polizisten alle mitsamt in die Wohnung. Und wir waren halt eben alle noch im Pyjama, meine Geschwister haben noch geschlafen. Die meinten, ich soll sie aufwecken. Und unsere Sachen packen. Wir werden jetzt abgeschoben. Und dann waren wir halt eben am Flughafen und schon im Auto ging es meiner Mutter nicht gut. Sie hat sich die ganze Zeit ans Herz gefasst und ihr wurde schwindelig. Und dann waren wir plötzlich am Flughafen, ist der Arzt gekommen. Die wurde ja hier im Haus nicht untersucht, obwohl sie das hätten eigentlich machen sollen. Und dann kamen die so nach einer halben Stunde oder so, nachdem es meiner Mutter immer noch nicht besser ging. Ja, ihr werdet nicht abgeschoben, keine Angst. Deine Mutter geht jetzt ins Krankenhaus. Dieser Abschiebungsversuch ist gescheitert. Dennoch, andere könnten folgen. Viele Jahre lang im Zustand der Duldung zu leben, bedeutet für fast alle Familien Zerrüttung, Krankheit. Das bedeutet ja ganz konkret, keine Perspektive zu haben. Das kann man sich vorstellen. Also Perspektive haben vorübergehend die Kinder, wenn sie dann zur Schule gehen. Sobald sie die Schule beendet haben, 10 Jahre, gibt es keine Perspektive für eine Arbeit.
Insgesamt lebt die Familie ständig auf einem Schleudersitz, weiß nicht, ob sie in dieses Land gehören oder in das ehemalige sogenannte Heimatland. Vor dem Heimatland haben sie entweder Angst oder wie im konkreten Fall hier wissen real, dass die Mutter, dass sie ja vielleicht einer nicht behandelten tödlichen Krankheit entgegengeht oder größter Armut. Die Mädchen, die hier groß geworden sind, kennen die Türkei nicht. Sie sprechen auch unzureichend Türkisch. Das heißt, das ist ein krankmachender, vollständig entwurzelter Zustand. In diesem Zustand leben aber wesentlich mehr Migranten, als sich der gemeine Bürger so vorstellen kann. In der Tat ist die Duldung der schwächste Status. Die Menschen haben Probleme, Arbeitsgenehmigungen zu bekommen oder auch überhaupt Arbeitsstellen zu bekommen, weil Duldungen sind in der Regel nicht sehr langfristig und werden dann immer wieder verlängert. Bis hin zu Problemen, manchmal ein Konto eröffnen zu können oder so. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Sie können kaum Kredite aufnehmen, Sie können möglicherweise keine Handyverträge abschließen, weil natürlich immer die Frage kommt, und was ist danach, wenn das abgelaufen ist? Selbst bei Duldungen, die für 6 Monate ausgestellt werden. Die Situation ist für die Person schwierig, gerade vor dem Hintergrund, weil es faktisch zum Teil durchaus eine gewisse Integration gibt. Temiz. Onlar ne kadar abi? Bir tane de ondan yaz. Turhan Buatekin, morgens 5:30 auf dem Großmarkt. Uygun patlıcanı var. Der 29-Jährige kauft hier 3-mal in der Woche für seinen Gemüseladen ein. Mit Vorliebe bei türkischen Großhändlern. Ama bunlardan uygun lazım bana olsun. Sein Geschäft floriert. Er beliefert auch viele Restaurants und Imbisse und hat eine kleine Marktlücke entdeckt. Mit 13 Jahren kam Turhan in der Zeit der stärksten Kurdenverfolgung aus der Türkei nach Deutschland. Inzwischen hat er durch seine Heirat einen gesicherten Aufenthalt. Turhan wollte nicht Gemüsehändler werden. Als Jugendlicher hat er von ganz anderen Berufen geträumt. Aber als er die Schule beendet hatte, war er nur geduldet. Damit hatte er keine Chance auf eine Lehrstelle. Ich habe meine Schule beendet, also Realschulabschluss. Ich habe mich überall beworben als Kfz-Mechaniker, als Elektriker. Musste ich auch Antrag stellen für Arbeitsgenehmigung, weil die Firmen, die jetzt Lehrlinge einstellen, brauchen unbedingt einen richtigen Status. Die wollen auch nicht einfach Lehrlinge einstellen, die eine Duldung oder eine 3-monatfristige Aufenthalt in der Hand haben, sondern Lehrlinge, die auch richtigen Status haben, wollen sie einstellen. Und das habe ich auch von den Firmen meistens gehört und habe ich Absage bekommen. Die Buatekins sind völlig auf ihren Sohn angewiesen. Sein Vater darf nur in Turhans Gemüseladen als Angestellter arbeiten. Aber mit dem Geschäft ist die Familie, die nach wie vor nur geduldet ist, wenigstens nicht von Sozialhilfe abhängig. An der drohenden Abschiebung ändert das nichts. Mein Vater sagt jetzt, also seit 18 Jahren sind wir ja hier in Deutschland. Ja. Und also wir kommen und gehen und immer nur dasselbe. Naja, Sie haben ja schon einen recht langen Zeitraum eine Duldung, ne? Ja. Haben Sie denn haben Sie einen Rechtsanwalt? Ja. Frau Buatekin hat große Angst, ohne ihren zweiten Sohn Orhan, der im Krankenhaus liegt, abgeschoben zu werden. Ja. Ich glaube, nicht wieder gesund. Ich glaube, der Arzt hat gesagt auch, dass wenn nicht tot, wieder nicht gesund werden. Wenn ganz schwer ist, krank, das Aber Sie wissen ja, nach dem alten Ausländergesetz gab es halt keine Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu erteilen. Ne? Beziehungsweise Gibt es jetzt Möglichkeiten? Jetzt sind die Möglichkeiten zumindest besser. Ne? Also wie gesagt, ich würde mich sonst mit Ihrem Rechtsanwalt oder an Ihrer Stelle mal in Verbindung setzen. Der kennt ja auch das neue, wer ist Ihr Rechtsanwalt? Kennt ja auch das neue Ausländergesetz und es gibt jetzt halt auch die Möglichkeit,
aus humanitären Gründen. Ne? Ob nachher was bei rauskommt, wie gesagt, das entscheiden wir nicht hier unten in der Abschiebeabteilung. Das entscheidet wieder eine andere Abteilung. Ne? Aber gut. Auch das neue Gesetz bietet wenig Hoffnung für die Boatekins. Ja gut, es ist halt einer unserer dramatischen Fälle. Ne? Also wie gesagt, weil der eine Sohn halt schwer krank ist und ist auch vollziehbar ausreisepflichtig. Die Familie ist auch vollziehbar ausreisepflichtig. Ein Sohn, soweit ich das jetzt weiß, ist im gesicherten Aufenthalt hier in Deutschland. Und die Familie bezieht keine Sozialhilfe. Gut, aber letztendlich alle Anträge sind abgelehnt worden. Ne? Also wir haben diverse Asylanträge gestellt. Wie jeden Sonntag besucht die Familie Orhan im Unfallkrankenhaus Boberg. Der 31-Jährige ist ein Schwerstpflegefall, seit er im April 2004 versucht hat, sich in der Abschiebehaft umzubringen. Er fiel ins Wachkoma. Sein Gehirn ist schwer geschädigt. Orhan sollte, als er 18 und damit volljährig geworden war, ohne seine Familie abgeschoben werden. Da tauchte er unter und lebte jahrelang illegal in Hamburg. Schließlich fasste ihn die Polizei. Torhan hat für seinen Bruder Musik aufs Handy überspielt, die Orhan früher gern gehört hat. Trotz seines Zustandes hatte die Behörde erwogen, die Eltern abzuschieben und ihn im Krankenhaus zu lassen. Davon hat man inzwischen Abstand genommen. Es ist für mich absolut unvorstellbar, meinen Sohn alleine zu lassen. Wenn ich nur daran denke, habe ich das Gefühl, tot umzufallen. Seit 10 Monaten weine ich jeden Tag um meinen Sohn. Ich würde ihn niemals allein lassen. Die Ideallösung wäre natürlich, dass die Familie sich oder doch noch zu der Erkenntnis kommt, gut, wir akzeptieren das, dass wir hier in Deutschland kein Aufenthaltsrecht bekommen können und reisen, soweit es möglich ist, die finanziellen Mittel es erlauben, freiwillig aus. Da gibt es ja auch genug Institutionen, Rote Kreuz, die denen dann auch sogar ein Startgeld geben. Das ist also eine Möglichkeit, die wir ihnen grundsätzlich einräumen. Bei dem langen Aufenthalt, den die Familie hinter sich hat, glaube ich nicht, dass sie die Möglichkeit nutzen wird. Und deshalb prüfen wir natürlich parallel eben auch die Möglichkeit einer gemeinsamen, gegebenenfalls notwendig werdenden Abschiebung. Ganja Ferizaj aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt zur Verlängerung seiner Duldung in die Ausländerbehörde. Herr Ferizaj, ich möchte Sie einmal eben durchsuchen. Ich möchte mal gucken, was Sie so bei sich haben. Einmal bitte alles mal auf den Tisch legen, was Sie so... Der 19-Jährige hält sich mit Unterbrechungen schon seit vielen Jahren in Deutschland auf. Behördengänge sind ihm anscheinend in Fleisch und Blut übergegangen. Auch die Durchsuchung durch Sachbearbeiter hat er schon mehrfach erlebt. Die machen Sie mal wieder aus. Geben mir das. Sie werden heute abgeschoben. Wie wo? Sie wissen, dass Sie Deutschland verlassen müssen. Und heute ist der Tag. Was ist mit Klamotten? Wo kriegen wir noch Sachen für Sie? Mein Name ist doch geschrieben. Keine aufschiebende Wirkung. Setzen Sie sich noch mal. Guten Tag, aber. Hallo. Hallo. Sie sind Frau Aksovic. Ja. Ich will noch mal Ihren Ausweis sehen. Warum? Weil ich das gerne mal möchte. Wie bitte? Weil ich das gerne möchte. Was umgeht, darf ich wissen zum Erst? Ich möchte erst mal wissen, ob Sie auch wirklich Frau Aksovic sind. Deswegen bitte ich Sie, mir Das ist Ihren in Ausweis zu Ordnung. zeigen. Ja, mein Ausweis ist hier. Bitte schön. Okay, danke. Ja. Er wird heute abgeschoben. Warum? Weil er heute abgeschoben wird. Er ist ausreisepflichtig. Und er wird heute... Ja, Mal bitte. Wir fahren die Tickets abholen.
Folgendes, weiter geht's. Wir fahren jetzt mit ihm zu Ihnen Klamotten holen und dann kommen wir hier wieder her. Ja, ja aber guck mal. Nein, ich brauche nicht zu gucken. Das findet heute statt. Nehmen Sie Platz. Ja, ich auch stehen. Nee, nehmen Sie mal Platz. Wo er gehen bitte? So, darf ich wissen? Sie können jetzt gehen. Raus. Macht mich alles ein bisschen nervös hier. So, aber Vorsicht mal, die Tür zu. Warum? Geht zu Hause und wartet. So. Jetzt geben Sie bitte mal Ihre Adresse an, wo Sie wohnen. Billrothstraße 118. Im Nebenraum wartet schon eine Gruppe von Serben und Roma, die heute ebenfalls in die Behörde kamen, um ihre Duldung zu verlängern und sich unversehens auf einer Liste von Passagieren finden, die nach Belgrad geflogen werden sollen. Ganja Ferizaj hat inzwischen seine Sachen von zu Hause abgeholt. Er wirkt nicht mehr so bedrückt wie heute Morgen. Der junge Mann glaubt wohl fest daran, dass sein Anwalt ihn noch einmal rauspauken kann. Der Bus nimmt die Autobahn Richtung Süden. Die Piloten der serbischen JAT streiken. Der Flug aus Berlin ist gestrichen. Jetzt bleibt nur noch die Lufthansa-Maschine aus Frankfurt nach Belgrad. Zeitgewinn für Ferizajs Anwalt, um die Abschiebung doch noch zu verhindern. Reha. Na? Was? Ganja Ferizaj hat recht behalten. Er muss nicht fliegen. Okay, tschüss. So, wieder zurück, ne? Nach Deutschland. So. Was ist denn noch passiert? Ja, mein Anwalt, weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht Bescheid. Aber ich Frau glaube. Rea, was ist passiert? Genaue Hintergründe weiß ich noch nicht. Ich habe ihm nur die Information bekommen, dass wir ihn wieder rauslassen sollen. Und er jetzt abgeholt wird von Kollegen. Kommt Herr Steffens gleich und holt ihn her, bringt ihn zurück, kriegt eine Duldung. Wir sehen uns wieder, ne? Bestimmt. Ja, bis nächste Woche. Ja, okay. Und hier muss ich warten, ne? Ja, gehen Sie mal da rein. Ja, ich habe schon eine Mitteilung bekommen. Ich rufe jetzt meine Familie an, okay? Ja. Dankeschön, tschüss. Ja. Schöne Fahrt noch. Und Sie, bleiben Sie auch hier? Auch mit uns? Ja. Nee, wir bleiben hier. Bis nächste Woche beim Termin in der Ausländerbehörde. In Hamburg werden in den letzten Monaten vor allem Serben und Roma sowie Albaner aus dem Kosovo abgeschoben. Heute Nacht klingeln die Beamten von der Ausländerbehörde bei Familie Grajkevci in Harburg. Guten Morgen, die Ausländerbehörde Hamburg. Sie werden heute nach Pristina abgeschoben. Sie haben jetzt circa eine halbe Stunde Zeit, Sachen zu packen. Man muss gehen nach Hause, ich gehe nach Hause. Das machen wir heute. Ich mag keinen Krieg hier. Ich bin auch Mensch. Ich bin auch Mensch. Polizei. Ich habe das erste Mal gesehen, hier in meinem Haus. Auf in der Straße nur so, wenn ich sage einen guten Tag oder so. Ich habe keine Probleme, ich mache 10 Jahre. Das ist 10 Jahre hier. Ist nichts 1 Jahr, nichts 2 Jahre, nichts 3 Jahre, nichts 5 Jahre, nichts 6 Jahre. Es gibt aber einen entsprechenden Beschluss der Ausländer. Nein, ich habe nicht gekriegt. Die Familie versteht nicht, dass sie keine Benachrichtigung über die Abschiebung bekommen hat. Dabei werden solche nächtlichen Abschiebungen nie angekündigt. Kostbare Zeit verstreicht mit Diskussionen. Die großen Kinder helfen beim Packen. Die Kleinen sind beide in Deutschland geboren. Sie waren noch nie in der Heimat ihrer Eltern. Mehr als ein paar Kleider kann man in der Eile gar nicht mitnehmen. Das muss wissen. Sonst hätte man was gehen im Krankenhaus. Ich habe keine gehen in Krankenhaus. Der Vater leidet an einem Kehlkopftumor. In der Aufregung bekommt er Atemnot und Herzrasen. Seine 13 Jahre alte Tochter Mirdita bekommt die Erlaubnis, den Notarzt anzurufen. Ja, weil mein Vater ist, er atmet sehr schwer, weil er ist schon länger krank. Winsinger Straße 221. Winsinger Straße 221. Ein Arzt soll jetzt prüfen, wie ernst die Atemnotattacke ist. 221. Moment, der Unge. Das ist der junge Mann. Der junge Mann. Was haben Sie denn für Probleme?
Die Luft und Herz. Luft und Herz. Wenn der 39-Jährige nicht flugfähig sein sollte, muss die Abschiebung abgebrochen werden. Die Beamten der Behörde interessiert nicht, welche Krankheit der Mann hat. Die, so ihre Informationen, kann auch im Kosovo behandelt werden. Für sie geht es ausschließlich darum, ob Herr Grajkevci ein Flugzeug besteigen kann. Tja, müssen wir mal mitnehmen, ne? Das Krankenhaus. Wenn Sie heute im Krankenhaus bleiben, kann Ihre Familie wieder nach Hause gehen. Verstehen das, aber so, bleiben wenn Sie hier entlassen werden in einer Stunde, holen wir Sie ab und fahren zum Kinder Flughafen. sowieso warten hier im Hause. Nein, das machen wir nicht. Die kommen mit in die Ausländerbehörde. Herr Grajkevci wird jetzt noch einmal im Krankenhaus auf seine Flugfähigkeit untersucht. Die Familie möchte in der Wohnung auf das Ergebnis der Untersuchung warten. Aber die Abschiebung darf nicht unterbrochen werden. Alle müssen in den bereitgestellten Bus. Sie werden jedoch nicht, wie angekündigt, in die Behörde gebracht, sondern auch ins Krankenhaus gefahren. Die Hoffnung der Familie auf eine Gnadenfrist hat sich zerschlagen. Im Krankenhaus wurde die Flugfähigkeit des Familienvaters festgestellt. Jetzt sind die Grajkevcis auf dem Weg zum Flughafen nach Düsseldorf, wo das Flugzeug nach Pristina wartet. Es war schon sehr schlecht, dass wir immer sagen, dass sie immer gesagt haben, ja, ihr seid in Abschiebung. Das hat irgendwann richtig genervt. Aber ich weiß es nicht, nach 10 Jahren dachte ich, die lassen uns hier. Also da war ich mir irgendwie so ein bisschen sicherer. Mirdita hat keine Erinnerung mehr an den Kosovo. Wie ist das jetzt für dich, dass du Deutschland verlassen musst? Ich weiß es nicht, also wegen der Schule, weil ich kann nicht so richtig gut Albanisch, ich kann auch nicht richtig schreiben und das ist jetzt schwer wieder alles aufzuholen, weil alles, was ich hier gelernt habe, kann man auch noch nutzen, aber nicht jetzt richtig direkt so. Die ganze Familie muss Abschied nehmen von ihren Plänen und Träumen, auch Mirdita. Wie würdest du dir dein Leben hier in Deutschland vorstellen, wenn es weiterginge? Also ich würde erstmal mein Abitur machen, dann würde ich irgendwie die Schule noch weitermachen. Dann wollte ich eine gute Arbeit finden und irgendwie besser leben als im Moment jetzt. Und dann irgendwie so vielleicht irgendwann mal ein Haus kaufen oder so, aber irgendwie besser als jetzt im Moment, wie wir hier leben.